In den Nachrichten sehen wir des Öfteren, wie euphorisch die Börsenkurse verkündet werden. Dabei fällt mal der Satz, der DAX schloss heute bei 15.000 Punkten. Oder, der türkische Börsenindex BIST 100 hat bei Börsenschluss erneut einen Rekord verzeichnet. Viele verstehen dabei nur Bahnhof. Grund genug, sich den Börsenindex genauer anzuschauen. Es gibt in jedem Land einen oder mehrere Börsenindexe. Die wichtigsten Indexe je Nation sind der Dow Jones für die USA, der DAX für Deutschland, der Nikkei 225 für Japan, der britische FTSE 100, der SMI für die Schweiz. Immer wichtiger wird auch der türkische BIST 100, denn ungeachtet großer Leistungsbilanzdefizite der Türkei, einer galoppierenden Inflation und einer Abwertung der Lira hatte die Istanbuler Aktienbörse im vergangenen Jahr weltweit die höchste Kurssteigerung erfahren. Jeder einzelne Index repräsentiert die handelsstärksten Unternehmen des Landes. Jetzt schauen wir uns an, wie diese Unternehmen in einen Börsenindex gelangen können. Das ist Ayşe. Ayşe betreibt eine Bananenplantage in der Türkei. Ihre Bananen sind sehr beliebt. Deshalb will Ayşe ihre Plantage vergrößern. Dafür braucht Ayşe Geld. Ayşe hat zwei Möglichkeiten, das benötigte Geld zu beschaffen. Einen Kredit bei der Bank will Ayşe nicht, da die Zinsen aktuell sehr hoch sind. Deshalb geht Ayşe den zweiten Weg und beschließt, mit ihrem Unternehmen an die Börse zu gehen. Sie gründet eine Aktiengesellschaft und verkauft 49% der Anteile ihres Unternehmens an das türkische Volk. So kommt Ayşe an das Geld und kann die Plantage vergrößern. Ayşe besitzt 51% der Aktien und bleibt damit Eigentümerin des Unternehmens. Mehrere Investoren, welche Ayşe vertraut haben und die Aktienanteile abgekauft haben, sind nun Mitinhaber des Unternehmens und bekommen jedes Jahr einen Anteil vom Gewinn. Das nennt man Dividende. Denn nachdem die Plantage vergrößert wurde, konnte Ayşe noch mehr Bananen verkaufen und der Wert des Unternehmens stieg so an. Diese Wertsteigerung sieht man am höheren Aktienwert. Am Aktienkurs sieht man die Veränderung in Prozenten. Mit der Börse können Unternehmen und Privatpersonen investieren und wachsen. Wenn nun aber das Wetter schlecht ist, können weniger Bananen produziert werden. Dann sinkt der Aktienkurs und der Wert des Unternehmens nimmt so wieder ab. Um als Unternehmen nun in den Börsenindex zu gelangen, muss man eine der größten und erfolgreichsten Unternehmen des Landes werden. Der Börsenindex ist also etwas wie eine Rangliste der größten Unternehmen in einem Land. Je nach Land sind es die 30 bis 100 wirtschaftsstärksten Unternehmen, die im Index abgebildet werden. Wenn dieser Börsenindex nun steigt, dann waren die im Index enthaltenen Unternehmen durchschnittlich erfolgreich in der Wirtschaft. Wenn der Börsenindex sinkt, dann wurden vielleicht durchschnittlich weniger Gewinne erzielt. Der Börsenindex ist also ein Anhaltspunkt, wie gut es der Privatwirtschaft aktuell geht. Es ist der Stimmungsbarometer der Wirtschaft im entsprechenden Land. Wenn es also heißt, der türkische Börsenindex BIST 100 hat bei Börsenschluss erneut einen Rekord verzeichnet, dann war der durchschnittliche Gesamtwert der größten 100 türkischen Unternehmen noch nie so hoch, seit es aufgezeichnet wird. In der Türkei zeigt sich das auch am BIP-Wachstum der letzten 20 Jahre. Denn seit 20 Jahren ist die Türkei eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt. Seit Jahren zeigt der BIST 100-Index der Türkei einen prozentualen Anstieg von über 100%. Wer vor einem Jahr die richtigen Aktienfonds gekauft hat, konnte aus seiner Investition das doppelte Gewinn machen. Selbst dann, wenn die Inflation abgerechnet wurde, denn der Index ist jedes Jahr um 120 bis 150% gestiegen. Wer im Juli dieses Jahres umgerechnet $20.000 in die Börse investierte, konnte 2 Monate später 27% Rendite auf dem Konto verzeichnen. Das heißt, der Betrag stieg innerhalb 2 Monaten von $20.000 auf $25.000 an. Seit Jahren verzeichnet der türkische BIST 100-Index große Gewinne. Wenn Wirtschaftsnachrichten berichten, der deutsche DAX habe die 15.000 Punkte erreicht, dann ist die Wirtschaft in Deutschland um das 15-fache gewachsen. Denn der DAX wurde zum 1. Juli 1988 eingeführt und sein Startwert wurde auf 1.000 Punkte festgelegt. Im Sekundentakt wird seit jeher der aktuelle Stand ermittelt. Aber es ist Vorsicht geboten, denn an der Börse kann man auch Geld verlieren. Die Wirtschaft kann jederzeit sehr schnell in eine Krise geraten, wie es im Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie zu sehen war. Weil damals die Unternehmen weltweit weniger produzieren und verkaufen konnten, stürzte der Index überall ab und viele Anleger und Investoren haben Geld verloren. Nur Staaten mit gutem Krisenmanagement konnten diese Krise mit weniger Verlusten überstehen. Dazu gehörte auch die Türkei.